Hallo Werkzeugfans, willkommen bei GoTools TV. Mein Name ist Sebastian. Mein Name ist Jochen von Makita. Und wir schauen uns heute mal das Thema Outdoor an, denn niemand kann mehr Outdoor als ihr oder niemand hat mehr Outdoor als ihr. Das würde ich zumindest behaupten. Du kannst ja viel behaupten, aber ich sage das auf jeden Fall, weil ich wüsste jetzt auch niemanden, der mehr hat. Zumindest von den großen Profimarken wüsste ich jetzt wirklich niemanden, der so eine breite Palette hat. Und wir werden uns heute mal Folgendes anschauen, und zwar schauen wir uns mal einige Geräte aus eurem Sortiment an. Einiges, wo du auch sagst, das kennt vielleicht keiner, hier so auch in dem Bereich, beziehungsweise auch Neuheiten, die es jetzt in 40 Volt gibt. Ja? Aber worauf wir euch nochmal aufmerksam machen wollen, ist vor allem, wie breit das Sortiment bei Makita im Bereich Outdoor ist. Und ihr macht jetzt mal Folgendes. Wenn ihr sagt, ihr habt riesen Interesse am Thema Outdoor, wir gehen nochmal gleich darauf ein, was ihr alles so zum Beispiel habt, dann schreibt das bitte unten in die Kommentare, was wollt ihr gerne sehen, wozu sollen wir gerne mal ein Video machen. Vielleicht machen wir mal einen Outdoor-Kaffeemaschine-Extremtest, was auch immer. Und Jochen muss alles austrinken. Das wird vielleicht ein schwieriger Tag, aber auch da muss er dann durch. Schreibt das mal bitte unten in die Kommentare. Und Kaffeemaschine ist ja schon so ein Thema. Ihr habt selbst eine Kaffeemaschine ja im Angebot mit Akku. Das ist ja wirklich erstaunlich. Ihr habt eine Kaffeemaschine Mikrowelle. Was habt ihr noch Ungewöhnliches? Ihr habt zum Beispiel eine Wasserkocher. Wasserkocher, genau. Also kann man auch für Instant-Suppen hernehmen oder Würstchen warm machen, solche Sachen. Genau. Also dann haben wir eine Kühl- und Wärmebox. Die ganz wichtig. Kann ich als Kühlschrank, sogar als Gefrierschrank verwenden oder als Wärmebox. Also sprich, ich kann auch Essen warm halten da drin. Also wir haben einige Dinge, wo wir jetzt sagen Outdoor, also sprich jetzt Camping oder Garten, wie auch immer, so drumherum. Genau. Und natürlich ist das jetzt, ich sage mal, das ist auch nicht böse gemeint, das ist, ich sag mal, ein bisschen Spielkram, so Zeug, was ist auch schön, dass das da ist, aber die richtig wichtigen Geräte sind ja zum Beispiel Rasenmäher. Und beim Thema Rasenmäher bin ich bei euch ja schon mal komplett wahnsinnig geworden. Es gibt ein Video zum Thema Makita Rasenmäher, wo ich mich mal dran versucht habe. Ich muss auch wirklich sagen, versucht, weil ihr so eine breite Palette habt. Das Video verlinke ich euch mal hier oben. Das ist schon so 2-3 Jahre alt. Kann auch sein, dass es inzwischen neuere Geräte gibt. Dann, wenn ihr zum Thema Makita Rasenmäher mal ein Komplettvideo haben wollt, schreibt das gerne mal rein. Dann muss ich aber ins MSC fahren, weil diese Masse möchte ich gar nicht hier haben, weil das sind ja, ich weiß nicht, gefühlt 250.000 Geräte. Nein, das ist ein bisschen Quatsch. Aber man sieht beim Thema Rasenmäher sehr klar, dass ihr vom Endanwender, der nur einen relativ kleinen Rasen hat, bis zum absoluten Galabauer, der sagt, ich pflege jetzt auch riesengroße Grundstücke, auch alles dabei habt. Ja. Und daran sieht man, wie viele Geräte ihr habt. Und das ist ganz fein aufgegliedert von Klasse zu Klasse, kann man sich im MSC anschauen. Ja? Absolut. Also wenn jemand Interesse hat an Makita Rasenmähern, dann bitte in eines unserer 5 Makita Service Center MSC gehen. Die haben wir in Hamburg, in Berlin, Lehrte bei Hannover, Groß-Gerau bei Frankfurt und München. Und in allen MSCs haben wir die komplette Range an Rasenmähern ausgestellt. Und da kann man dann wirklich freitags, haben wir immer geöffnet für jedermann, kann man sich informieren, was gibt es denn hier für technische Unterschiede, Details etc. an Rasenmähern. Also kann ich nur empfehlen, freitags ins MSC. Genau. Und gerade beim Thema Rasenmäher lohnt es sich auch wirklich, du findest auf jeden Fall genau den passenden für dich, für deinen Rasen, muss man wirklich sagen. Weil wie Schnittbreite, welche Akkus, wie lange soll das halten und so weiter und so fort. Also schau da gerne mal vorbei. Aber da hört es ja nicht auf. Ihr habt ja zum Beispiel auch das Thema Kettensägen, ihr habt Heckenscheren, ihr habt das Thema Leuchten ja auch sehr breit und so weiter und so fort. Genau, habe ich irgendwas Wichtiges, was Großes, Wichtiges vergessen? Gut, wir haben natürlich auch Sensen, wir haben Hochendaster, also wir haben ein sehr, sehr umfangreiches Gartensortiment. Hier haben wir jetzt eben die Neuheiten 2025 dabei. Gut, dann würde ich sagen, lasst uns doch mal ein paar Geräte anschauen und ihr wiederum, wenn ihr sagt, da möchte ich noch mehr von sehen, ja, dann bitte rein in die Kommentare. Fangen wir einfach mal hier an, weil es direkt vor mir steht. Wir haben hier eine Heckenschere. Wir haben hier eine kleine kompakte Heckenschere, jetzt neu eben auch im 40 Volt Max Programm. Diese Größe oder Form Heckenschere gibt es schon viele, viele Jahre auch im 18-Volt-Programm nach wie vor. Wir schieben hier jetzt quasi auch wieder dann für diejenigen die 40 Volt Max-Variante nach, die sich in
der 40 Volt Max Serie bewegen. Allerdings haben wir hier sogar bei dem Modell jetzt noch eine technische Ergänzung. Gibt es auch bei vielen anderen Gartengeräten schon, aber nicht bei der 18 Volt Variante. Hier haben wir jetzt, wenn wir oben auf den Gehäusedeckel mal drauf schauen, genau hier am Zeigefinger von Sebastian, sehen wir so einen kleinen Schalter mit einem Buchstaben R. Und zwar haben wir hier eine Rücklauffunktion. Das heißt, gerade wenn man jetzt hier, sage ich mal, einen feineren Schnitt durchführt mit der Heckenschere und die irgendwann blockiert, weil lauter feine kleine Äste und vielleicht Blätter sich da so verfangen, dass die Messer blockieren, dann muss ich normalerweise eben ausschalten oder die bleibt stehen, geht aus, muss ich das alles eben händisch entfernen. Hier haben wir jetzt die Rücklauffunktion, das heißt, ich drücke einmal diesen Rücklaufknopf und dann öffnen sich die Messer. Das heißt, die laufen ganz kurz rückwärts und durch die Rückwärtsbewegung öffnen sich natürlich die Messer und hier das Schnittgut, was hier drin festsitzt, entweder fällt sogar schon automatisch raus oder kann ich es viel leichter entfernen. Ja. Welche Schwertlänge habe ich hier? Wir haben hier eine 50 cm Schwertlänge. Wir haben auch eine etwas speziellere Messergeometrie. Die Messer sind leicht nach hinten geneigt. Dadurch haben wir einen saubereren Schnitt tatsächlich. Und die Schnittstärke beträgt hier sogar bis maximal 20 mm. Also ich würde mal sagen, aufpassen, 20 mm ist schon eine ganz schöne Hausnummer. Ich habe, wenn ich mich nicht komplett vertue, das Gerät in 18 Volt getestet. Und die Kraft, die das Gerät hat, auch diese Durchzugskraft am Ast, nenne ich es mal, ja, ist wirklich erstaunlich. Also erst einmal ganz weit die Finger davon weg, weil das ist wirklich gefährlich. Aber was wichtig ist, wir haben einen sauberen Schnitt, einen ordentlichen Schnitt. Habe ich doch mal einen größeren Ast dabei, muss ich nicht so ein bisschen dumm rumarbeiten mit einer Schere machen. Brauche ich nicht, sondern ich kann da entspannt entlang arbeiten. Wenn ich einen Ast treffe, brauche ich vielleicht mal eine Sekunde länger, um die dann wirklich das zu kappen. Aber es ist wirklich erstaunlich, auch durch dieses wirklich sehr gut geformte und auch sehr scharfe Blatt, durch was man alles durchkommt. Ja? Ja. Was hier nochmal ganz wichtig ist, ist der Schalter aus meiner Sicht, dass ich nicht immer so drücken muss, dass ich nicht so hängen muss, sondern ich kann auch hier drücken. Das heißt, wenn ich jetzt hier entsprechend so arbeite, fällt die Maschine in den Schalter und ich habe nicht die ganze Zeit diesen Kraftaufwand. Das finde ich sehr wichtig, weil es gibt ja auch andere Hersteller, wo ich dann die ganze Zeit wirklich sehr viel mit Kraftaufwand irgendwas ziehen und drücken muss. Und hier kann ich in beide Richtungen arbeiten. Das Gewicht selbst macht das und dann brauche ich es noch zum Führen. Ja, der sogenannte Sicherheitsschalter, der lässt sich also tatsächlich in 3 Positionen, lässt er sich bedienen, beziehungsweise muss bedient werden. Also man muss immer Sicherheitsschalter und Dauerschalter, also man muss beides drücken, um eben hier sich nicht verletzen zu können. Ein kleines technisches Detail, kann ich vielleicht hier auch noch mal kurz zeigen, haben viele unserer Heckenscheren und zwar am Gehäuse, hier an dem Griff, hier hinten oder unten dran sehen wir so ein kleines Loch. Sieht so aus, als ob das da einfach so, naja, vielleicht da war. Nein, das hat auch eine Bewandtnis. Dieses kleine Loch dient als Aufhängevorrichtung. Ich kann also mit einem Haken, Schraube, Nagel, wie auch immer, kann ich die quasi irgendwo an der Wand hier dann dementsprechend aufhängen. Ja. Also ich sag mal, kostet nichts, aber kann dann viel. Ja? Und wir haben also, ergo, das sind so Kleinigkeiten, aber dafür ist man dann doch sehr dankbar, wenn man sich nicht noch irgendwas fummeln muss oder wie kriege ich es dann irgendwie an die Wand ran. Ja? Das Loch geht übrigens hier einmal durch, ja, also wirklich von hier bis da durch. Das heißt, kannst du einen Nagel nehmen, ranhängen und fertig. Genau. Ja? Auch hier bitte, mein Tipp auf jeden Fall ohne Akkulager. Ja, also ich will den Akku immer nur dann einsetzen, wenn du es wirklich benutzt, weil man neigt ja bei vielen Geräten immer den Akku drin zu haben, aber bei Gartengeräten bin ich irgendwie noch mal deutlich vorsichtiger. Ich kann gar nicht sagen, warum, aber auch so eine Kettensäge möchte ich schon auch sicher bedienen. Vielleicht kommen wir aber, bevor wir zur Kettensäge mal kommen, zu was total Ungewöhnlichem, weil auch das ist ja ein Outdoor-Werkzeug, was ihr habt. Hier die Tasche. Genau. Ja, also wir haben hier jetzt unser sogenanntes Lunchbag und das kommt aus unserem Taschensortiment. Du hast hier neben dir auch nochmal eine andere Tasche, vielleicht auch etwas außergewöhnlich. Und zwar haben wir tatsächlich passend für eine Kettensäge auch eine Kettensägentasche. Und da wollen wir einfach auch nochmal darauf hinweisen, auf das umfangreiche
Taschensortiment, also wir haben Rucksäcke, Taschen, Trolleys etc. Und das Lunchbag hier ist auch unser Topseller. Ich mache hier mal parallel zu dir das Lunchbag auf. Hat also innen hier quasi noch so eine Auskleidung. Man kann also hier dann auch dementsprechend Sachen kühl oder warm transportieren für die nächste Mittagspause. Und hier haben wir also einen Griff dran aus unserem Taschensortiment. Und ganz kurz möchte ich was zu sagen. Jetzt im ersten Moment ist das so eine Sache, wo ich selbst benutze sowas nicht. Und jetzt könnte ich sagen, braucht doch kein Mensch. Aber allein hier im Haus gibt es 2 Menschen, die ähnliche Taschen von anderen Herstellern benutzen. Also es gibt viele Leute, die das machen und genau ich mag keinen Makita und ich mag mein Essen und dann hat man es halt da drin. Und das hat eine echte Bewandtnis. Also es macht total Sinn, sowas auch für euch dann rauszubringen, weil die Leute wollen das haben. Ja? Soll ich nur mal sagen, also man sieht halt, der praktische Nutzen ist da und wenn ich es sowieso brauche, kann ich es auch von Makita kaufen. Ja? Und hier ist natürlich nochmal eine ganz andere Sache. Wir haben jetzt diese Kettensäge, ja genau diese Kettensäge einfach nochmal, aber in einer praktischen Tasche. Und kann sie so entsprechend transportieren, hier drin, ja, hier auch in einer Wanne. Das heißt also, sollte auch mal irgendwo Dreck sein, Öl, Verschmutzung, landet es da drin. Das hat natürlich auch noch einen praktischen Hintergrund. Wir haben also hier wie so eine Art Auffangwanne. Kettensägen, klar, müssen immer mit Kettenöl betrieben werden. So, wer möchte schon, wenn er jetzt von A nach B mit seiner Kettensäge unterwegs ist, das ganze Kettenöl im Kofferraum hier verlaufen? Klar. Niemand. Und deswegen ist also das eine praktische Sache, um die Kettensäge quasi mit dieser Auffangwanne hier dann auch im Kofferraum zu transportieren, ohne überall das Öl dann auf dem Teppich zu haben. Genau, und hättet ihr es gewusst, schreibt es in die Kommentare, dass es sowas entsprechend auch zu kaufen gibt. Aber wenn wir jetzt die Tasche schon gezeigt haben und da drin eine Maschine war, dann lasst uns auch die Maschine kurz natürlich anschauen. So, ich nehme es auch mal ruhig ab, denn wir haben ja keinen Akku drin. Wir haben eigentlich eine klassische Kettensäge mit einem 40er Schwert. 35 cm Schwert haben wir hier. Wir haben hier eine Neuentwicklung, das ist eine ganz neue Kettensäge, Akku-Kettensäge im 40 Volt Max Programm. Die technische Änderung hier liegt darin, dass wir hier ein schlankeres, kompakteres Gehäuse haben, eine kompaktere Bauform. Dann haben wir hier vor allem auch eine recht vernünftige Leistung. Also wir sprechen hier von einer Leistung von 1600 Watt, sprich wären so vergleichbar mit 2,1, 2,2 PS Benzinkettensägen. Hier haben wir auch einen Direktantrieb, das heißt, das Kettenrad sitzt direkt am Motor aufgeflanscht, das heißt, die Übertragung vom Motor auf die Kette funktioniert direkt, also dadurch hängt die, man sagt immer, gut am Gas, natürlich hat sie kein Gas, ja. Aber also man merkt dann, und die Kettengeschwindigkeit hier beträgt 25,5 Meter pro Sekunde, also das ist wirklich eine richtig vernünftige, schnelle Kettensäge. Und wir haben hier auch ein neues technisches Detail, denke ich vielleicht für viele interessant. Solche Sägen haben hier eine sogenannte Einschaltsperre. Das heißt auch hier, ich muss quasi einen Knopf drücken, um die Säge überhaupt mal zu aktivieren. Ohne das kann ich sie gar nicht aktivieren. Aktivieren macht man dann hier mittels dem, gehen wir hier so ein bisschen außen hier mittels dem Einschaltknopf. Na. Und normalerweise ist es also so, dass wenn ich den Einschaltknopf loslasse, dann erlischt auch hier die Betriebszustandsanzeige, beziehungsweise ich kann sie dann hier so nicht mehr starten. Man musste also quasi hier wieder einschalten, um dann den Schalter betätigen zu können. Bei dem Modell haben wir jetzt erstmalig eine neue Schalterkonfiguration, die es uns ermöglicht, dass die bis maximal 5 Minuten sogar in Betrieb sein kann und darf. Hängt damit zusammen, wir haben hier eine doppelte Sicherheit. Ja. Wir müssen also diesen Hebel quasi nach vorn drücken, dann den nach unten und dann den hier anziehen. Also quasi 1, 2, 3, was ich aber so im Betrieb ganz leicht, ich bin jetzt eigentlich Rechtshänder, so. Ja, man merkt es auch, das ist eine gute Bewegung. Das heißt also, hier oben bleibt die 5 Minuten maximal, bleibt sie an. Ich kann sie also abstellen, ich kann quasi einen Schnitt durchführen,
kann sie abstellen, kann was verrücken, kann sie dann wieder nehmen und auch so wieder anschalten. Das ist also ganz neu bei der Variante hier jetzt. Weil wir es, glaube ich, noch nicht gesagt haben, es ist ein 40-Volt-Gerät. Und wenn doch, ist auch gut, ist ein 40-Volt-Gerät. Was ich hier nochmal, also wir sollten hier nochmal drauf schauen, was kann ich hier tun? Die Kettenspannung. Also wir haben tatsächlich zwei verschiedene Möglichkeiten Kettenspannung. Es wird auch diese Säge in zwei verschiedenen Varianten geben, zwei verschiedenen Typen. Und zwar gibt es also einmal die Schnellspannvariante, das heißt hier werkzeuglos. Ich brauche keinen Schraubenschlüssel etc., sondern ich mache quasi hier mittels diesem Hebel quasi den klappe ich nach hinten, kann dann den Verschluss öffnen und schließen, kann auch die Kettenspannung nachstellen, alles ohne Schlüssel. Dann die zweite Variante, die wäre tatsächlich nur mit Schlüssel zu bedienen. Da haben wir dann hier zwei Muttern sitzen, anstatt dem Schnellverschluss. Wobei, hier muss ich dazu sagen, die Muttern sind bei uns verliersichere Muttern. Verliersicher heißt, die sind ins Gehäuse eingepresst. Also auch wenn die ganz gelöst sind, bleiben die immer im Gehäuse. Die können also nicht bei irgendwelchen Arbeiten im Freien rausfallen und vielleicht dann verschwinden im Dickicht, sondern die bleiben im Gehäuse drin. Von der Stabilität her würde ich jetzt sagen, sind die Varianten mit den Muttern etwas stabiler wie die Schnellspann- oder Schnellverschluss-Varianten. Aber letzten Endes, die Entscheidung liegt bei euch. Also es ist eine Geschmackssache. Ich hätte jetzt gesagt, ich würde immer diese Variante kaufen. Wenn ihr sagt, es gibt ein absolut schlüssiges Argument, auch das gerne mal in die Kommentare, würde mich total interessieren, weil etwas stabiler, weiß ich nicht. Bricht euch das immer ab? Nein, also schreibt es gerne mal rein. Ich muss sagen, die Leistungsdaten, die du gerade gesagt hast, finde ich interessant. Das würde ich gerne mal ausprobieren. Das liegt aber auch an euch. Also schreibt es gerne da in die Kommentare, ob ich das machen soll. Weil sag mal, die Leistung, die du gesagt hast, plus die Kettengeschwindigkeit, das ist schon erstaunlich. Also eigentlich müssten wir hier jetzt mal ein Battle machen, wirklich Benzin gegen Akku. Denn bei der Leistungsklasse 2 PS ist es schon ordentlich. Es gibt ja immer noch dieses große Thema Benzin gegen Akku und viele würden sagen, um Gott, niemals eine Akkumaschine. Und ich glaube, viele verkennen, was diese Maschinen inzwischen können. Ja? Also das ist zumindest so mein Eindruck. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich glaube, diejenigen, die schon immer am Benzin gehangen haben bei den Geräten, haben die noch nie in der Hand gehabt und haben gar nicht gesehen, was kann ich denn damit eben anders machen. Ja? Habt ihr das Gerät eigentlich auch mit längerem Schwert? Die haben wir aktuell jetzt nur so mit 35 cm Schwert. Trotz allem gibt es im Zubehör natürlich auch immer verschiedene Schwertvarianten, Schwertlängen, wo man sie dann umbauen kann. Vielleicht auch noch der Vergleich zu einem Benzingerät oder überhaupt Profigerät. Wir bewegen uns ja auch in der Profiklasse, was auch die Details angeht. Also manche Dinge, die sieht man nicht so auf den ersten Blick, aber wir haben hier eine Metallzackenleiste verbaut. Dann haben wir auch hier unten einen Metallkettenfänger, den wir hoffentlich nie brauchen. Ja. Und auch hier seitlich, wenn wir sehen, am Gehäuse sogar die Felllinie markiert. Also dementsprechend hier alles, was im professionellen Bereich eben vonnöten ist hier mit der Säge. Ja, ja. Okay, wir haben vorhin uns ja schon das hier angeschaut, aber wir haben die größte Heckenschere der Welt vergessen, die gar keine Heckenschere ist. Genau. Oder irgendwie denn doch. Genau. Also hier sprechen wir jetzt schon nicht mehr von einer Heckenschere, sondern von einem Heckenschneider. Heckenschneider sind eben so, dass wir hier... Gehst du mal wieder dir, weil du weißt genau, wie man es bedient? Ja, sind eben so, dass wir quasi hier an den verlängerten Armschaft haben, mit oben einer Art Heckenschere angeflanscht. Die wiederum lässt sich auch in verschiedenen Positionen, lässt die sich einstellen. Ich ziehe das jetzt mal hier so runter und dann sieht man kann also hier quasi das Schwenken, das Ganze. Jetzt gehe ich mal hier so in den Winkel rein. Man hat auch verschiedene Arretierstufen hier. Man sieht das hier ganz gut hier vorne. Ja, hier sind verschiedene Rasterungen, wo man es entsprechend einrastern kann. Und dadurch kann ich jetzt mit dem Heckenschneider, kann ich auch meine Hecke zum Beispiel von oben schneiden, was ich ja mit einer normalen Heckenschere eigentlich nicht kann, weil ich da oben gar nicht hinkomme. Rein theoretisch müsste ich mir einen Hubkorb besorgen, dass ich mit der Heckenschere drankomme, oben an meine Hecke. Hier wiederum kann ich jetzt von unten, kann ich sagen, hier,
schneide ich die oberen Kanten, Flächen von meiner Hecke und aber auch in der quasi Position, wenn das Ganze senkrecht steht, deswegen Heckenschneider, arbeite ich eigentlich auch leichter an einem seitlichen Heckenschnitt. Also wo ich jetzt mit meiner Heckenschere da viel in Bewegung sein muss, kann ich hier quasi, eigentlich kann ich einen seitlichen Schnitt, den kann ich hier ganz, ganz easy durchführen, durch diesen schönen, langen Griff hier. Wir haben, wie gesagt, verschiedene Positionen, wo man einstellen kann. Die Schwertlänge hier beträgt 60 cm und hier haben wir sogar eine maximale Aststärke Schnitt von 25 mm bei dem Modell hier. Auch hier haben wir, wie vorher schon bei der Heckenschere schon mal angesprochen, wieder diesen Freilauf, diese R-Taste mit dem Rückwärtslauf, dass wir also auch hier macht es natürlich absolut Sinn, weil wenn ich irgendwo ganz oben da eine Blockade habe, dann komme ich gar nicht mehr dran, kann ich dann also hier dementsprechend auch wieder das Ganze mit dem Freilauf benutzen. Cool. Ja. Also da habe ich noch nie dran gedacht. Ich muss sagen, ich bin kein großer Heckenschneider, aber du hast natürlich völlig recht. Wenn ich diesen langen Hub auch habe, kann ich eine sehr gleichmäßige Bewegung ausführen, anstatt mit der kleineren Heckenschere, nur an diesem kleinen Stück mehr zu arbeiten. Ja. Interessante Denkweise habe ich noch, aber seht ihr, es ist immer die Frage, wofür ist man der Spezialist und was braucht man auch? Ja? Wäre ich nie drauf gekommen. Nochmal, was ist der korrekte Name? Heckenschneider. Heckenschneider. Das ist keine Heckenschere, ganz wichtig. Okay, wir schauen nochmal nach hier hinten, dass wir auch das uns nochmal angeschaut haben. Thema Arbeitsleuchte. Wir haben hier erstmal einen kompetenten Ständer, der das auch erstmal festhält und irgendwo, dass wir es irgendwo hin tun können. Sie kann natürlich auch für sich selbst stehen, ohne Frage. Wir haben sie jetzt einfach mal aufgeflanscht hier. Was haben wir hier für eine Arbeitsleuchte? Wir haben hier einen Baustrahler, der wiederum kann mit beiden Voltklassen betrieben werden, also mit 18 Volt Akkus oder aber auch mit 40 Volt Max Akkus. Das Gerät kann ich natürlich jetzt so solo auch einzeln platzieren. Wenn ich wiederum aber das Licht von oben haben möchte, gibt es also bei uns im Zubehör, gibt es auch hier dieses sehr stabile Stativ. Das Stativ wiegt über 10 Kilo, ist also wirklich ein Stativ, was dann auch einen sauberen Stand auf der Baustelle hat. Serienmäßig gehört auch hier diese Stativbrücke dazu. Wir sagen jetzt hier Brücke, weil dadurch lassen sich 2 Lampen nebeneinander hier montieren. Natürlich kann ich die Brücke auch weglassen und nur einen Strahler mittig montieren, wäre natürlich auch möglich. Der Strahler an sich hat jetzt hier noch einen Sonderzubehör mit dabei. Wir haben hier vorne so eine Abdeckhaube noch vorne mit drauf, die einfach die Blendung reduziert, weil ansonsten serienmäßig haben wir hier ein Klarglas vorne dran und wenn ich sage, okay, ich will ein bisschen blendfreier hier von der Beleuchtung werden, die wird hier einfach so links und rechts eingeklipst. Hier sieht man das so. Ja. Das wäre also ein Sonderzubehör. Genauso gibt es als Sonderzubehör auch hier noch zum Beispiel so eine Schraubzwinge, wenn ich sage, okay, ich will jetzt kein Stativ, aber ich hätte was, wo ich den Strahler befestigen kann, dann kann ich also auch hier unten die Schraubzwinge montieren und dann das Ganze, sage ich jetzt mal, an einem Rundrohr oder ähnlichem befestigen. Ja. Seht ihr auch hier 18 Volt, 40 Volt mit beidem kompatibel. Auch hier, das ist nicht der einzige Baustrahl, den ihr habt. Ihr habt, glaube ich, noch mindestens einen weiteren. Wir haben einige. Also wir haben von kleinen Taschenlampen, Handleuchten, Baustrahlern, kleine Bauform, große. Hier ist unser Topmodell mit 10.000 Lumen. Das ist quasi die hellste Variante, die es im Sortiment gibt. Aber auch hier quasi im Bereich Outdoor, aber natürlich auch Baustelle, bieten wir hier viele unterschiedliche Beleuchtungen an. Ja, und auch hier, wenn ihr irgendwie den Bogen nochmal zu spannen zum Thema MSC, auch da, wenn ihr euch mal das ganze Sortiment anschauen könnt oder wollt, schaut euch das mal an. Oder ihr sagt, wir sollen dazu mal ein Video machen. Denn wir haben auch vorher gegrübelt, machen wir überhaupt ein Video überhaupt zu dem Thema, weil wir können ihm gar nicht gerecht werden. Dann müssten wir hier LKW-weise Dinge hier hinstellen, kriegen wir niemals in ein Video rein. Und deswegen wollten wir euch nochmal so einen kleinen Eindruck nochmal geben von der Vielfalt, die Makita hat, auch von den neuen Geräten. Jetzt liegt es so ein bisschen an euch, was ihr sehen wollt. Ja?
Kommst du vielleicht wieder vorbei? Wir werden sehen. Ihr schreibt es in die Kommentare. Und wir wünschen euch viel Spaß im Bereich Outdoor und natürlich ran ans Werkzeug und bis zum nächsten Mal.